Im März 2019 hatte ich die Möglichkeit, 2 der Kinder aus meiner Doku zum Sehen ohne Augen, Luan und Emily, gemeinsam mit Gabriel zu Hause zu besuchen und dabei ein paar besser kontrollierte Tests zum Sehen ohne Augen zu machen. In dieser Szene haben wir Luan beide Augen mit Okulationspflastern abgeklebt und ihm danach eine Mindfoot-Maske aufgesetzt. Wir hatten zunächst einige Tests ohne die Pflaster durchgeführt und direkt nach dem Abkleben ging dann erstmal fast gar nichts bei Luan. Da Psi-Effekte oft kamerascheu zu sein scheinen, hatte ich deshalb einfach mal kurz beide Kameras bewusst abgeschaltet. Nach nicht mal 2 Minuten war Luan plötzlich in der Lage, mit abgeklebten Augen Zahlen vorzulesen und wir haben dabei auch zweimal die Maske kurz hochgeschoben, um zu zeigen, dass die Augen während der ganzen Szene abgeklebt waren. Um den Zuschauern zu zeigen, dass die Zahlen nicht abgesprochen und eventuell vorher auswendig gelernt wurden, habe ich im zweiten Teil des Versuchs dann live Zufallszahlen auf Random.org erzeugen lassen, die Luan auch fast fehlerfrei vorgelesen hat. 625. Noch einen, Achtung hier, die haben wir schon mal, aber gucken wir nochmal. Achtung, und ich mache da nochmal einen ganz neuen auf. 416, 366, 785, 468. Einen Kugelumschlag würde ich nochmal öffnen. Kannst du noch einen machen? Warte mal, ich bin aber so. Ja, wo sind alle leer? Wo sind die? Hier habe ich noch einen. So, und erstmal Ordnung schaffen. Ganz neuer. Oh, die sind cool, die Zahlen. Die würde ich auch gerne. Da unten ist eine gute. 134, 293, 470, 669. Cool. Kann man das Rad nochmal rumdrehen? Ich glaube, das noch in die Hand. Genau. 922, 422, 318, 515. Super. So, kannst du mal kurz die Brille mal hochschieben, also so, dass man, genau, dass man sieht, dass die Augen abgeklebt waren. Genau. Jetzt kannst du, wenn du willst, aufnehmen. Nee, oder willst du noch ein bisschen weitermachen? Wir können auch weitermachen. Mach mal nur eins, mach mal die Brille wieder runter. Genau, jetzt machen wir mal Und mach noch einen neuen Umschlag. Oh, vielleicht habe ich ein Lotto heute gewonnen. Ich habe zum allerersten Mal Lotto gespielt. Ich muss dort. Wenn wir schon uns mal die Zahlen sagen können, die vielleicht gehen auch. Wir machen eine Party heute. 373, 325, 986, 935, 533. Super. Achtung, komm noch mal einer, kommst du mal vor. Den Computer siehst du jetzt, ne? Ja, das machen wir danach. Machen wir danach. Wir haben noch eine Zahl. Genau, die letzten Zahlen. 875, 726, 949, 238. Super. Perfekt. Machen wir direkt noch Computer hinten dran oder willst du? Ja. Ganz kurz, warte mal, Hunger aufklappen. Das sind auch Zahlen. Moment. Ich muss erst mal neu machen. Wir machen jetzt nochmal again. Und jetzt. So, die sind halt jetzt ein bisschen kleiner. Du darfst gerne näher ran. Fangen wir hier oben an. 300, 387, 629, 553, 66, 201, 372, 672, 250, 962, 306, 516, 881, 22, 20, 554. Moment, wir machen noch ein paar mehr. Das kommen noch ein paar mehr. Runter scrollen. Das ist mit Zufallsgenerator jetzt. Das ist mit Zufallsgenerator jetzt, genau. So, jetzt machen wir hier wieder weiter. 999, 873, 729, 878, 15, 468, 482, 378, 904, 661, 664, 236, 874, 498, 699, 731, 185, 307. Bleib noch in der Position, bleib noch da, wo du eben warst. Mach den Kopf nochmal vor und schieb dann nochmal die Maske jetzt hoch, dass man sieht, dass... Ah, okay. Gut. Da haben wir jetzt eine richtig coole Aufnahme. Wow. Also es ist interessant, ne? Hey, Luigi! Aber das ist interessant, dass es
die Kameras mussten aus sein, damit es erstmal losging. Und dann... Da ist eine Wimper. Oh nein, eine Wimper. Kannst du was wünschen jetzt, aber nicht verraten. Ja, Gabriel, wir waren gestern bei Luan und Emily zu Hause, haben da ein paar interessante Erlebnisse zusammen gehabt und wollten noch mal kurz darüber reflektieren. Vielleicht für die Leute, die dich nicht kennen, sagst du mal ganz kurz, wer bist du? Weltwanderer, Künstler, Glaskünstler, vielleicht Mystik ein bisschen, genau. Ich habe spontan durfte ich teilnehmen an dem Ganzen, das heißt, ich habe mich auch gar nicht groß vorbereitet, was vielleicht der Sache sehr dienlich war. Ich habe mir auf YouTube deine Geschichte angeguckt, die du vorher mit den Kindern gemacht hast und natürlich auch die Kommentare gelesen und war dann auch für mich sehr kritisch und habe das für mich erstmal beobachten wollen. Und es war für mich erstaunlich, weil zum einen war klar, ich habe einen ganz guten Zugang zu den Kindern überhaupt. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und ich habe mir das erstmal angeschaut, die verschiedenen Schritte, wie die Kinder vorgehen. Das heißt, es war ja erstmal so, dass mit den eigenen Masken probiert wurde, spielerisch umzugehen, mit Farben, ganz langsam an die Sache heranzugehen. Auch vielleicht so, wie die Kinder das auch gewohnt waren. Sie lernen ja schon über ein Jahr damit, auch mit Evelyn und mit ihren Eltern. Fand ich sehr erstaunlich. Und man hat auch sehr schnell gemerkt, die Sachen, wo sie sich sehr sicher waren, also wo sie sowohl von den Erwachsenen als auch keine großen Erwartungshaltungen hatten jetzt dann als Beobachter, sondern sie konnten einmal spielerisch frei damit umgehen. Da war das spielerisch frei. Sie konnten sofort damit ansetzen. Also Zahlen, Farben, wir haben mit Karten auch teilweise probiert. Das war unheimlich erstaunlich. Ich habe immer geguckt, gucken sie unten drunter durch oder nicht. Das war die Hauptfrage erstmal. Und dann habe ich für mich erkannt, und das ist ganz wichtig, ich weiß es ja selbst, das dritte Auge. Für mich ist es oft ein Trance-Tanz, dass ich Formen sehen kann oder ich kann die Matrix eintauchen. Aber das hat nichts mit dem Sehen nach außen jetzt zu tun, so wie ich dich jetzt sehe. Und ich habe für mich gespürt, dass, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, dass die Kinder es irgendwie schaffen, mit Evelyn oder mit unter Trainings relativ schnell über das dritte Auge hineinzugehen und darüber einen Punkt zu finden, ein Gesichtsfeld aufzumachen. Das habe ich verstanden für mich. Und ich glaube, die größten Kritikpunkte auch im Internet, weil ich habe die Kommentare gelesen und habe gedacht, okay, viele haben gesagt, das ist Fake. Ja. Also die haben sich daran orientiert, dass man sagt, okay, die Masken sind auf und die Kinder haben dann Körperhaltungen und machen hin und her und dann, ja klar, und dann rutscht es weg und dann sieht man das. Das habe ich auch erst gedacht, vielleicht ist es so, aber es war nicht so. Weil wir haben zum Beispiel beim Luan, das war ganz wichtig, der hat auch die Augen ganz fest zugepetzt und hat dann in verschiedenen Sachen, weiß ich gar nicht, ob wir das gefilmt haben. Ne? Wir haben es gefilmt, aber ich weiß nicht, ob ich es verwenden kann, weil das Problem ist halt richtig zugepetzt und hat dann aber auch so gemacht und dann guckt er sich das an in seinem inneren Gesichtsfeld, das er nur hat. Also meistens im unteren Bereich öffnet sich was und dann guckt er halt da rein und dann sieht er die Farben und er sieht auch die Zahlen. Und das war für mich logisch. Ja? Und das war für mich zu erkennen. Und ich fand sehr stark, wo wir ja alle völlig positiv entsetzt waren, sage ich mal, berührt. Der klassische Fall, das heißt, wir kamen an einem Punkt nicht weiter. Das heißt, Luan, der auch, vielleicht auch, weil wir alle als Erwachsene da gesessen hatten und hatten Erwartungshaltung. Also alle haben gedacht, das muss jetzt klappen. Wir hatten hier die Augen abgeklebt, dann nochmal die Maske drüber. Wir hatten auch zwischenzeitlich nochmal eine Maske drüber, was das Ganze schwierig gemacht hat, weil die Kinder damit erstmal müssten damit lernen, umzugehen. Also man muss sehen, dass sie mit dem, was sie gelernt hatten, über die eigene Maske oder vielleicht auch die Augen zuzumachen nur, sich darauf zu konzentrieren, ein Ritual zu finden, das zu öffnen, dass sie vor neue Schwierigkeiten gestellt sind, wenn neue Herausforderungen in dem Versuch praktisch von uns als Erwachsene platziert werden und sie müssen damit klarkommen. Da hatten wir Schwierigkeiten. Und wir hatten ja auch dann, also wir kamen mit an einem gewissen Punkt mit den Zahlen oder mit dem Abkleben nicht weiter. Und dann kam der Punkt, wo wir gesagt haben, wir schalten mal die Kameras aus. Weil das ist ja wirklich im Psi oder in anderen Bereichen immer so. Das heißt, der Beobachter und die Kameras, wenn davon die Kameras aus sind oder die Fotos, dann auf einmal passiert es. Also haben die Kamera ausgemacht und es passiert. Das heißt, Luan hat auf einmal einen spielerischen Zugang in dem Moment als Klick gehabt und hat sofort wieder lesen können. Und das war für mich der Hammer. Ich habe gedacht, wow. Das ging mir genauso. Also das mit den Kameras, ich weiß gar nicht, ob die Idee von dir oder von mir kam, also eine von uns beiden. Und ich habe ja erst gesagt, nee, wir machen die Kameras nicht aus, dann verpassen wir nämlich was. Ja, genau. Ja, das war meine erste. Du hast dich gewehrt, das auf keinen Fall ab. Und dann waren wir vehement und dann habe ich gedacht, das müssen wir machen, weil das ist genau das. Und dann ist genau das eingetreten. Ich weiß nicht, ob es unsere Erwartungshaltung wieder war. Das ist halt, ich weiß,
das Denken vom Denken. Also muss man aufpassen als Beobachter, der Beobachter. Ich denke, der Fokus war weg, die Erwartungshaltung war weg. Es war auch natürlich, muss man sagen, dadurch, dass wir eine gewisse Vertrautheit hatten. Das heißt, du sowieso zu den Kids, ich auch zu den Kids. Luan hat mir sein Zimmer gezeigt auch dann. Das fand ich sehr wertschätzend. Es war eine direkte Herzverbindung da. Insofern öffnet man vielleicht selbst auch einen Raum, aber nicht damit es nur geschehen darf. Spielerisch, kindlich. Und ich glaube, das ist die Erklärung, mit der ich am besten leben kann. Deshalb muss es eigentlich klar sein, dass es da wesentlich mehr gibt. Und ich denke, die Kinder sind das Kindlichste, was wir haben, dass sie diesen Punkt eigentlich öffnen können. Ich finde es sehr erstaunlich. Also ich bin positiv, sehr tief berührt und überzeugt. Also man muss es einfach persönlich gesehen haben, weil vorher glaubt man das nicht. Und das kann ich auch verstehen. Also mit dem Hin und Her und die Maske kann wackeln vielleicht oder so. Aber das sehe ich so nicht. Ich sehe, dass da wirklich doppelt verklebt wurde. Die Maske war drüber, da ist auch nichts verrutscht. Und selbst wenn du so machst, da kann nichts kommen. Aber die Kinder brauchen das, um eigentlich die Gebärden, die wir kindlich auch haben, wenn wir irgendwas anschauen, um einfach damit umzugehen. Und das zu übertragen in das andere Sehen, nämlich das ätherische Sehen. Ich weiß nicht, was die Kinder damit anfangen. Wir hatten auch gesprochen, was machen die Kinder später. Das liegt an den Eltern, denke ich, das zu fördern. War ich sehr positiv berührt. Und da muss man einfach ansetzen. Und für mich ist die Frage, wie können wir Erwachsene das lernen? Das wird spannend, ja. Ja. Gut, ja, eine Sache, wo ich noch kurz darauf zu sprechen kommen wollte, ist das mit den Augen zukneifen. Also ich habe versucht, das zu filmen. Ich weiß nicht, ob ich die Szenen verwenden werde. Ist halt einfach so, also ich kann Skeptiker verstehen, die sagen, bei dem Augen zukneifen, da wird getrickst. Das ist, also wenn man dabei ist, ist es schon sehr überzeugend. Ich habe es versucht, so gut es geht, mit der Kamera einzufangen. Mal gucken. Aber du warst ja auch, denke ich, von dem Augen zukneifen. Hattest du da auch Zweifel? Nee, 100% überzeugt. Keine Zweifel. Weil ich glaube einfach, es ist groß die Frage, das ist ja auch als Kritik aufgetaucht im Internet, steckt Geld dahinter, Belohnung oder keine Ahnung, schummeln die Kinder und die Eltern machen Kohle draus oder sowas. Ist auch was ganz Fieses gewesen einfach, aber ich kann es verstehen, wenn man das einfach für sich ganz neutral betrachtet. Aber wenn man dabei ist, dann weiß man das. Und wenn man das sieht, dass der Luan zum Beispiel ist ein besonderes Kind, und Emily auch, hängt natürlich auch an den Eltern, die das fördern, vielleicht auch dann ganz klar. Aber wenn man das sieht, dass ein Kind so dermaßen kindlich damit umgeht, dann weiß man, da schummelt auch keiner. Also das sind keine Schummelkinder, ganz klar. Das sind keine Schummelkinder. Und da steckt einfach eine kindliche Freude dahinter. Und vielleicht sollten wir uns das alle behalten. Oder wir eröffnen, dass wir darüber vielleicht neue Sachen auch annehmen. Klar können wir immer kritisch hinterfragen. Das Denken des Denkens ist ja in unserer westlichen Kultur und gerade in Deutschland Dichter und Denker ja weit verbreitet. Und ich denke, ich fühle, da kann man wesentlich mehr machen, um sich einfach mal intuitiv zu öffnen. Weiterhin kritisch natürlich, aber man soll es einfach für sich auch einfach mal anschauen. Mhm. Das habe ich getan. Ich bin geflasht. Toll. Hammer. Super. Ist toll. Eine Dame, Herz, dann eine 4 Kreuz. Jetzt ist besser mit den Karten. Eine 10 Pik. Eine 8 Karo. Eine 10 Herz. Eine 6 Kreuz. Okay. Yes. Gut, ich denke, Super. Reicht erstmal, klappt gut. 10 Stück waren das. 10 Stück. Ja, war richtig. Super.
Kannst du es dann mal probieren? Wir machen mal was, dass du es hochhältst, relativ hoch, dass Ja, du quasi. noch höher. Weil im Moment. Wo ist dein Sichtfeld, wo du am besten... Genau, das Nee, ist, sie ist ziemlich unten, sie ist ziemlich unten. Ja, Ziemlich- ich hab's irgendwie hier. Ja, ja. okay. Relativ. Also dann gucken wir mal, wie hoch wir gehen können, bis Ja. es. Bis Jetzt mach mal einen quasi- Test. Ohne Genau. was? Was mal auf Lande? Kannst du ruhig nochmal... Welche... Wo ist Wo ist es am besten für dich? Wo siehst du es? Ja. Da siehst du es da. Ja. Also es ist ca. 15 cm Wie ist es für dich am besten? Ja, Was früher verdeckt wäre da? halt schöner, weil so können einige sagen, sie blind sind ja doch, auch wenn man es jetzt praktisch. Geht's hier noch, Emily? Geht es noch? Nee, wo? Ah, du hast hier, ein hier. Lichtfeld. Also 15 cm vom Tisch weg. Was ist das unterste? So? Oder So ist eigentlich auch okay. Geht auch und höher geht auch. Machen wir wie hoch? Also hier ist die, also hier geht's Hier ist Hier, das hier, Feld. hier, Okay. Emily. hier geht's dann nicht mehr. Das Ab sieht wo? man. Ab hier? 15 Gut, cm. aber toll, da weißt du ganz genau, wo das ist. Super. Schön. Hier, ne? Geht, oder? Das Hier sagt sieht der es nicht Kamera. mehr so Okay. aus. Also Ja, nee, jetzt das passt schon. 10 cm am Tisch wäre so die Ja, hier irgendwie. 10 cm So, am Tisch. okay, dann machen wir das hier so. Gut. Das hier ist Bubeherz. Das 8 Kreuz. Super schnell auch. Toll. Das hier ist 4 Herz. Super. 10 Herz. Du müsstest dann ein bisschen in die Richtung gucken, damit ich quasi beide Augen mit der Kamera hier sehe. Wenn du quasi so guckst, dann hätte ich nur das rechte Auge und nicht das linke. Also dass man quasi beide möglichst gut sieht. So, dann haben wir jetzt hier 10 Umschläge. Dann darfst du erstmal zufällig, Luan, du machst jetzt schon mal die Augen zu Genau. und du wählst einen beliebig aus. Und du hältst dann das Blatt möglichst hoch. Also fang einfach mal an, von oben das rein zu. Und Luan, du sagst ab dem Moment, wo du quasi was sehen kannst. Und wir sind noch nicht so weit, genau. Da sind einige Zahlen drauf. Da sind mehrere Zahlen drauf. Oh, gut. Soll ich das knippen vielleicht? Dann machen die Hälfte. Ja, dann knickst du erstmal so, dass wir erstmal die obere Hälfte. Genau. So, und jetzt guckst du einfach mal, wann du anfängst, was zu sehen. Jetzt. Kommt was? Ja. Da ist eine 22, eine 20, eine 7, eine 712, eine 342 und eine 82. Wow. Und weiter geht's. Kommt von oben reingeschwebt in dein Sichtfeld. Eine 468, eine 785, 366, 416. Wow. Gut, lass das draußen, weil das müssen wir dann mal abfotografieren, dass wir die Reihenfolge haben. Genau. Ich lege nochmal eins aus. Super. Okay, kannst du die Augen zuschließen? Es kommt gleich. Warte mal. Der heilige Umschlag wird ausgewählt für dich. Müssen wir das mal rauskriegen. So. Dann knicke ich das wieder. Fangen wir erstmal oben an. Achtung, kommt reingeschwebt. Wow. Eine 58, 155, 995 und 735. Kannst du das nächste Mal noch ein bisschen rüber, Okay. also dass er noch ein bisschen mehr in diese Richtung hier guckt. Dass er hier rüber guckt. Genau, nur dass du noch ein bisschen, genau, ein bisschen nach rechts rüber. Achtung, warte mal, ich tue es mal so ein bisschen. Siehst du? Jetzt kommen sie hier rüber geschwebt. Jetzt siehst du besser hier. Jetzt ist das Blatt vor der Kamera. 82, Ja, so, ja. 287, 119 und 330. Ich mach nochmal. Achtung. 582, 287, 319, 313. Yes. Cool. Okay. Ich leg's mal hin. Jetzt machen wir noch einen, oder? Mach ruhig kurz so zwischendurch. Ach, aber macht's gut. Hammer, das geht ja flupp, so flamm, flamm, flumm. Deutlich sprechen wollen. Ohne Worte.
Hammer. Achtung, komm reingeflogen. Boah, Kada. 645, 576, 545, 514 und 14. Komm nochmal, Achtung, kannst du mal. Und Konzentration, ja. 548, 618, 914 und 685. Ja. Einmal mal noch, ne? Weil es so schön ist. Boah, Papa zählt mit. Das wird immer 20 Euro. Oh, sind wir schon so weit? Uiuiui. Ich würde sagen, fast. Boah. Komm wieder reingeflogen, Achtung, jetzt kommt es von oben und dann rüber. Also das 43, 53, 83, 990, 906 und 364. Super. Achtung, komm wieder reingeflogen. Kannst du? Kurze Pause. Und das letzte Mal. Jetzt alles hier. 832, 178, 460, 190. Perfekt. Wow, gut. Hammer. Beeindruckend, ne? Ja. Super. Wie können wir jetzt die Skeptiker überzeugen noch? Ja, ich sehe halt auch, Nur dabei sein. wenn ich mir die Aufnahme, du musst dabei sein. Also es wird Ja. einige geben, die werden sagen, ja, das ist getürkt. Ja, ja. Oh, das guckt irgendwie so irgendwie vielleicht hier noch so. Also wird immer so Leute geben. Ja, aber hast du immer. Das ist egal. Was ich jetzt noch gerne machen würde, wäre noch mal kurz mit dem Computer. Einfach nur, weil das waren jetzt Zahlen, die hätte ich ja wissen können. Wenn du die abfotografieren würdest. Ja, genau. Um das Phänomen des Sehens ohne Augen so glaubhaft und authentisch wie möglich zu dokumentieren, haben wir uns entschieden, neben dieser Kurzfassung der Versuche mit Luan und Emily, Menschen, die sich davon überzeugen wollen, dass wirklich nirgends getrickst wurde, ein 90-minütiges Video der gesamten Aufnahmen der Versuche zur Verfügung zu stellen. Daran sieht man die Aufnahmen von Beginn bis Ende ohne Schnitte. Aber seien Sie vorgewarnt, das Video ist stellenweise ziemlich langweilig, weil nicht wirklich viel passiert. Den Link zur Langfassung des Videos finden Sie in der Videobeschreibung.